Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty, sind Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Wir sind auf EU7. Hier werde ich ein paar kleinere Dinge machen. Und parallel, Leute, möchte ich erstmal nochmal auch offiziell per Video erwähnen, dass ich sehr, sehr fasziniert und froh drüber bin, dass die beiden Gewinner für die 500 Pilze sich auch direkt am Samstag gemeldet haben. Ich konnte am Sonntag die Codes verteilen und die konnten eingesetzt werden. Das hat mich sehr gefreut. Zuletzt hatte ich ja da ein bisschen Probleme mit den Gewinnmeldungen, gerade bei Pilzcodes. Bei dem Passive Card Gewinnspiel, da habe ich es ein bisschen selber verpeilt. Derjenige hat den jetzt aber auch bekommen. Und von daher nicht mega happy. Und auch was ihr geschrieben habt, ich habe es ja schon mal in der Auflösung erwähnt, sehr, sehr geil. Wir werden ein paar kleine Sachen besprechen. Vorher aber ist es ja an sich kein Geheimnis gewesen, dass im Allgemeinen, wenn man jetzt mal, glaube ich, so eine Umfrage machen würde, einfach sind die meisten Spieler overall zufrieden. Oh, da ist Epic, okay. Nicht schlecht, nehme ich jetzt nicht, aber ist immer gut, ein Epic auch zu kriegen. Ich meine, wir haben zwar Epic Event, ist klar. Aber auf dem Server werde ich jetzt am Dienstag, also wenn ihr das Video seht, am Dienstag zum Ende des Events nochmal ein bisschen was machen. Und bei mir ist ja halt auch Feiertag, also in den ostdeutschen Bundesländern ist Dienstagsfeiertag. Und wenn ihr das Video seht und ihr habt keinen Feiertag, habt ihr ihn wahrscheinlich am Mittwoch, weil ihr eben in den anderen Regionen lebt. Also ich glaube, die meisten Bundesländer in Deutschland haben Mittwoch den Feiertag. Da bin ich dann wiederum schon wieder arbeiten. Aber immerhin ist ja Halloween auch am Dienstag. Und da geht es auch gut ab. Aber wie gesagt, die Grundstimmung ist overall wirklich sehr, sehr gut. Und das Gefühl beschlich mich halt auch schon. Klar, wenn man in die Details geht, in einige spezielle Bereiche, gibt es immer noch natürlich auch sage ich mal, Verbesserungsvorschläge von der Community oder auch Kritik. Und das wird es auch immer geben. So lange wie Shakes and Fidget auf der Basis der Mathematik, also jeder Charakter im Prinzip funktioniert ja auch nur auf mathematische Grundlagen und Formeln. Ja? Da ist es klar, dass da immer wieder auch ein bisschen Spielraum für Verbesserungsvorschläge und Kritik da ist. Aber overall ist die Grundstimmung wirklich gut. Vor allen Dingen sind viele Spieler auch zufrieden mit vielen Entwicklungen der letzten Zeiten. Also nicht mit allen Entwicklungen. Es gab sicherlich auch mal kleine Dämpfer. Aber insgesamt reden wir hier wirklich von einer guten Entwicklung. Und alle hoffen, also ich auch, dass es im Prinzip so weitergeht. Und wir wollen nochmal ein paar Sachen besprechen, die ich finde, die eben gerade so auch Beispiele sind, wo noch Verbesserungsmöglichkeiten da sind. Also Zones zum Beispiel hat ein Thema angesprochen, was sicherlich und individuell gesehen auch nicht alle so super finden. Im Moment das allgemeine Balancing der Charakterklassen. Aber wichtiger nochmal, er schreibt vor allen Dingen, SF bockt, finde ich, immer noch. Und dass viele Updates kommen. Das haben auch viele Leute geschrieben, dass wirklich viele Updates kommen. Es gibt viele Spiele, sag ich mal, auf Basis von Shakes and Fidget oder die ähnliche Mechaniken haben, die das halt nicht so fahren, die das nicht so leben. Und das ist nochmal ein ganz, ganz großes Plus auch an Player Games, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Nicht nur die Updates überhaupt, sondern auch die Kommunikation der Updates. Teilweise auch Tests, bevor Updates jetzt passieren, die transparent und eben die Kommunikation mit der Community, das verbunden mit den vielen Updates, ist wirklich ein ganz, ganz großes Plus. Er spricht eben das Balancing an der verschiedenen Klassen und ja, das ist eben so ein Thema, wo ich sage, diese mathematische Grundlage, die macht es halt auch schwer, teilweise ein Balancing zu finden, wie ich finde. Und es gab vor einer gewissen Zeit so einen Moment, wo es echt sehr krass war, wo der Druide geändert wurde, was mittlerweile wieder zurückgefahren wurde. Gleichzeitig auch, ich glaube, der Bade war es, neu kam. Also da gab es so einen Moment, wo ich wirklich dachte, boah,
wo soll denn das jetzt hingehen? Also da war das Balancing so extrem krass und ich muss sagen, zuletzt hat sich das Ganze wieder ein bisschen zurückgefahren. Ich muss parallel mal gucken. Ich brauche noch einige Pets auf EU7. Ja, das Ding, das muss ich mir auch mal holen hier. Loaded Caldwell Monday Night brauche ich. Skull Island. Zurück zu dem Thema. Und aktuell finde ich, haben sie das Balancing wieder besser hinbekommen. Nach wie vor oder zuletzt, nicht gesagt, finde ich den Berserker-Change richtig, den sie gemacht haben. Und ja, es gibt eine Kluft zwischen dem Dämonenjäger und dem Battle Mage in einigen Bereichen. Also es geht vor allen Dingen ums PvE-Geschehen. Und ich sage mal, diese Kluft, die gab es schon immer bei Shakes and Fidget prinzipiell. Bei den Basisklassen war es so, dass der Krieger immer auch deutlich oder auch der Magier teilweise hinter dem Kundschafter in den Dungeons war. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das gleiche Geld ausgegeben wurde. Der Unterschied heutzutage zu früher ist, im Unterschied jetzt zum Beispiel auch zwischen Battle Mage und Dämonenjäger, dass gerade im Early Game, Mid-Game noch viel mehr Funktionen da sind, die auch zu einer noch größeren Varianz führen, da es dann immer Schlupflöcher gibt, damit ein Char weiterkommt und dann ist eben die Dungeon-Stärke des Dämonenjägers nochmal ein bisschen stärker als die des Kundschafters, weil seine Fähigkeit einen größeren Impact hat. Das Reviven, wenn du die ersten 5 Male ausweichst mit einem Kundschafter, dann hat es dir nicht viel gebracht. Du musst gerade am Ende des Kampfes viel ausweichen. Und der Revive, der macht halt genau das. Der weicht an einer Stelle des Fights aus, die sehr weit hinten ist. Und je öfter das passiert, desto mehr Damage baut er sich halt selber wieder auf. Und dadurch ist die Win-Rate einfach noch viel, viel höher. Und das Ganze, wie gesagt, wenn man das als Lücke sieht, ist sie wirklich groß, aber es gibt da mittendrin viele, viele Variationen und das ist halt auch ein Unterschied, die gab es früher nicht. Und klar, wenn man einen Battle Mage spielen will, muss man ja im Prinzip schon davon ausgehen, dass man eben länger braucht, um gewisse Level zu erreichen. Was aber nicht heißt, dass der Battle Mage overall, und die letzten Jahre haben es gezeigt, nicht auch an der Spitze eines Servers stehen kann. Und das ist halt natürlich eine größere Challenge, als teilweise am Anfang eines Servers weiter oben zu sein mit einer einfacheren Klasse. Und ich bin ein gutes Beispiel. Ich bin so ein uneffizienter Spieler. Ich brauche die PvE-starken Klassen, um eine Rolle spielen zu können. Und ich meine, darüber mache ich ja auch immer überhaupt gar keinen Hehl. Carolina Druxova hat zum Beispiel auch geschrieben, auf Englisch, finde ich auch geil. Das ist auch, haben viele geschrieben, eine längere Pause hatten und dass sie sowas wie Elevator und Legendary Dungeon feiern. Und da gibt es auch viele, die das prinzipiell genauso sehen. Nicht alle. Es gibt auch Argumente, die dagegen sprechen können, aber overall sind es doch eher positive Aspekte. Und Blastoise SF, nicht nur er, einige haben auch die Expedition erwähnt. Und die Expeditionen, die sind ja jetzt hier auf EU7 gerade längerfristig im Test. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist echt wirklich eine krasse Alternative, diese Expeditionen. Was sich halt herausgestellt hat, ist, dass das XP-Volumen, zumindest in dem Levelbereich, wo wir sind, sich ganz gut hält. Gold gibt es auch, wenn Events sind, wie zum Beispiel Pet-Event, ist auch das Thema Früchte eigentlich ganz interessant. Ich dachte tatsächlich, also unter der Woche ohne Frucht-Event merkt man schon teilweise einen Unterschied, dass kaum Früchte droppen, aber dafür bekommt man extrem viele Ressourcen, gerade im Bereich der Festung. Ich habe in der Festung meine Fortress auf 13, ja, und es ist so, dass ich so gut wie gar keine Fortress-Attacks mache, ja, also mein Trading existiert einfach nicht und ich habe ja auf EU5 Fortress-Trading gemacht. Klar, wenn ich traden würde jetzt hier und permanent angreife, dann wäre ich noch viel weiter unterwegs, aber überhaupt so viele Ressourcen bekommen zu haben, dass ich jetzt schon hier stehen kann und tendenziell, wenn ich das jetzt weiterfahren würde, noch zum Event, wahrscheinlich sogar auf Fortress 14 kommen kann, da finde ich das schon ziemlich krass, weil mit jeder höheren Festung, ist ja klar, wird auch die Summe, die man bekommt, über das Glücksrad, über die Quests, über eben überhaupt die Expedition selbst, nochmal erhöht. Und Steine habe ich sogar auch noch im Lager drin. Also
so kann man sich über die Expeditionen auch außerhalb des Festungsevents sehr, sehr gute Ressourcen aufbauen, wie ich finde. Und das ist eine krasse Geschichte. Also für so einen Serverstart und jetzt hier auch 5-Tage-Event, EU7 ja eigentlich nicht so ein krasser Server, aber dieses 5-Tage-Event jetzt hier auch gepaart mit normaler Alu und Expedition, das finde ich sehr interessant. Und das bietet für mich, je nachdem wie die Expeditionen langfristig aufgesetzt werden sollen, auch eine mögliche Alternative, die unter gewissen Konstellationen dazu führen kann, dass ein Server anders sich entwickelt. Dass vielleicht manche Spieler tatsächlich cleverer spielen können, als sie es vorher gemacht haben. Es sind alles nur Eindrücke im Moment, aber ich finde, also bisher über die Art und Weise der Expedition brauche ich ja nicht reden. Ne? Die finde ich ganz nice. Das Einzige, was ich bei der Expedition definitiv gerne hätte, wäre eine Erhöhung des Bonus. Na, es gibt ja natürlich den maximalen Bonus ab 40 Sternen. Ich finde, das sollte man nochmal ein bisschen überarbeiten, dass man ab 45 und 50 vielleicht noch ein bisschen Boni reinballert. Da haben auch die Free-to-Play-Spieler was davon im Prinzip. Denn manchmal ist es wirklich möglich, ohne Probleme über 50 Sterne oder Punkte oder Hero-Punkte zu kommen. Ja. Das wäre noch so ein Ding. Ich brauche immer noch Floated Caldwell, ne? By the way, ja, da müssen wir nochmal reingehen. Aber so Pets finden zum Beispiel über die Expedition hatte ich jetzt bisher nicht so das Gefühl, dass das gut funktioniert. Also so Früchte und Pets außerhalb des Events, da muss man gucken. Das Petnest soll man wohl recht gut finden können, aber die einzelnen Pets, ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, was dagegen sprechen kann, die Expedition zu nutzen. Ist da, hier habe ich Floated Caldwell. Was? Oh. Common Pet nicht gefunden? Ach, nein, das ist ja Fall Days. Bin ich blöd? Warte mal. Skull Island brauche ich. Ich habe mich verguckt. Skull Island? Bam. Floated Caldwell brauche ich trotzdem, aber leider nicht an dem Zeitpunkt. Ja, Lazarus Akuma war ja einer der Gewinner. Hat ein paar Sachen angesprochen. Ja. Nutzt Bly Games eigentlich keine SF-Tools oder ähnliches? Wie kann es sein, dass der Necro in der ersten Beta-Version so schlecht war? Also, man muss sagen, dass Bly Games verschiedene Abteilungen hat und die für die Features und Einbringung der Features zuständig sind sogenannte Game Designer, glaube ich, die eben, sage ich mal, nicht auf diese Mittel greifen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Und ich sag mal, so, im Gegensatz zu früher, wo dann neue Klassen eingeführt wurden offiziell oder Features im offiziellen Game, haben sie ja jetzt dafür den Beta-Server. Und das finde ich halt gut, dass der Beta-Server konsequent dafür genutzt wurde, sowohl für den ersten Test als auch für den zweiten Test. Der zweite Test hat ja gezeigt, okay, wenn der Necro so in die Richtung geht, dann könnte das eine ganz interessante Klasse werden, da sie wahrscheinlich von den Int-Dungeon oder Int-Klassen doch die stärkste PvE-Klasse werden kann, ohne aber zu krass im PvE zu sein, im Gegensatz zu den Kundschafter oder Dämonenjäger. Trotzdem ja auch eine Klasse, die gebalanced ist. Das heißt, würde der Kundschafter, wenn man jetzt mal Balancing und PvE nimmt, liegt er ja vor dem Dämonenjäger. Wenn man nur PvE nimmt, liegt er hinter dem Dämonenjäger. Würde der Necromancer wahrscheinlich in der Lage sein, dann im Ranking, im Tier-Ranking, auf eine ähnliche Stufe zu kommen. Vielleicht dann mit dem Assassinen. Der Assassine ja ähnlich gut wie der Kundschafter, aber einfach teurer. Also wenn man da noch das Geld dazu nimmt. Und das halt als Int-Klasse, vielleicht gerade gegen Int-Gegner dann auch gar nicht so schlecht. Mit einer sehr variablen Fähigkeit. Also dort finde ich, zum Beispiel sieht man auch, dass sich Bly Games entwickelt hat. Gegenüber den ersten Tests von Features. Da war nicht immer der Beta-Server involviert. Oder es wurden halt nicht ausreichend Tests gemacht. Jetzt gab es erst Umfragen und danach Beta-Tests. Es gab noch kein einziges Feature, was so heftig vorab getestet oder mit der Community kommuniziert wurde wie der Necromancer. Und das ist eine Entwicklung, die muss man positiv sehen. Ja? Und dieser Punkt ist natürlich auch, Playa scheint mir etwas schwieriger geworden zu sein, häufigere Serverstarts, mehr Events, wenn er gepilzt sind, Quests, die Basis, Video dazu. Es ist natürlich so, dass man nicht alles man kann nichts wegargumentieren. Möchte ich auch nicht. Bin ich nicht dazu da.
Ich kann nur sagen, die Serverstarts waren vor vielen Jahren schon ähnlich häufig. Alle 8 Wochen neuer Server. Das ist ein Thema, das ist schon immer so. Also das ist nichts Neues. Und die Events sind natürlich nicht nur da. Also klar, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass so ein Legendary Dungeon oder ein Elevator auch dazu anspornt, Pilze zu nutzen, die man vorher nicht genutzt hat. Und auch durch die ganzen Features natürlich auch tendenziell die Gefahr, oder ich sag mal, was heißt die Gefahr? Dass man mehr Pilze ausgeben kann pro Feature. Wenn man alle Features nutzt, effektiv mit Pilzen, muss man mehr Pilze investieren als vorher. Das ist richtig. Und das könnte den Anschein erwecken, einer gewissen Geldgier. Aber ein wirtschaftliches Unternehmen hat halt auch eine gewisse Geldgier, muss man so sagen. Und prinzipiell, wir könnten alle Features wieder zurücknehmen und die gleiche Situation vor 8 Jahren zum Beispiel haben. Da haben sich die Spieler auch beschwert über fehlende Inhalte, fehlende Langzeitmotivation. Die gleichen Themen gab es früher schon. Deshalb wurden ja auch Features eingeführt, wie die Festung Unterwelt-Pets, als die neu kamen, die wurden alle gefeiert. Mittlerweile ist es halt nur so schnelllebig natürlich, dass man dann bei vielen dieser Features in eine, sag ich mal, Spirale kommt, wo man eben dann nur noch sein alltägliches Brot hat, wie man es eben auch bei der Abenteuerlust schon immer hatte. Also jedes Feature hat seine Anreize, sowohl Free-to-Play als auch Pay-to-Win. Und wenn man die mal sehr gut ausschöpft, ist man irgendwann an einer Schleife. Und da gilt es natürlich, vielleicht nachzuarbeiten, aber im Prinzip kann man Bleier das ja eigentlich gar nicht vorwerfen, dass viele neue Events und Features eingeführt wurden in den letzten Jahren. Deshalb finde ich es halt schwierig, wenn man das jetzt nur einseitig betrachtet. Und ich sag mal, es ist nach wie vor so, es gibt ja keinen Zwang, Pilze zu nutzen. Definitiv nicht. Es gibt natürlich Anreize, aber wenn man ein Char spielt, und das ist das, was ich auch schon immer sage, muss man sich frei von kompetitiven Gedanken setzen. Man muss selber entscheiden, was möchte ich ausgeben, möchte ich überhaupt was ausgeben. Und wenn, dann sollte man an dem Plan festhalten, egal wie sich alles entwickelt. Wenn man merkt, ich hätte doch Bock, das und das noch zu machen und kann es mir auch leisten, dann gerne. Aber wenn man das nicht kann oder wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man es nicht tun. An der Stelle nochmal auch wirklich an jeden von euch diese Wörter gerichtet. So, jetzt suchen wir nochmal Skull Island. Es sind ja auch Sachen, die ich jetzt hier in den Kommentaren gelesen habe, die man teilweise auch im Discord lesen kann. Es gibt zum Beispiel natürlich auch sehr statistisch belegte oder, sag mal, die sehr viel auf Statistiken gehen. Es wird sehr viel kommuniziert im SF-Game-Tools und da gibt es natürlich auch oder auch Basis ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Er nutzt gewisse Mittel und kann damit Sachen erkennen oder zumindest aufzeigen, die ein normaler Spieler vielleicht gar nicht, hier ist Skull Island, aufzeigen könnte. Und dementsprechend kann man natürlich auch andere Meinungen haben. Was definitiv ja feststeht ist, also ich sag mal, als damals geändert wurde, dass man Pilze direkt über die Werbung gucken, in Lucky Coins umgewandelt hat, da war natürlich auch insgesamt die Stimmung nicht so gut. Bleier Games hat es aber auch erklärt letztendlich, warum das passiert. Also jede Aktion hat eine Reaktion und so wie gewisse Sachen schlechter geworden sind aber halt auch andere Sachen wiederum etwas besser geworden, wie ich finde, und man muss immer beide Seiten begleichen. Und ich denke, solange dort ein gewisses Verhältnis besteht, ist das alles noch im Rahmen. Wenn es sich nur in eine Richtung entwickeln würde, dann müsste man da natürlich auch noch ein bisschen kritischer sein. Dreams-Kommentar möchte ich mal auch hier nochmal highlighten. Die Fortschritte bei Shakespeare Finish sind top, aber wie wäre es mit mehr Content für die Anfänger? Ein paar visuelle Upgrades, vielleicht sogar saisonale Veränderungen, Minispiele für die Wartezeiten wären auch cool. Also das sind teilweise Begriffe, wenn man die einfach nur so liest, klingt das echt gut. Wo man sich echt die Frage stellt, wie könnte das denn aussehen? Saisonale Veränderungen. Ich meine, gibt es ja. Ich glaube, das Halloween-Event war noch nicht da, als er das geschrieben hat. Vielleicht ist es genau das, was er sich gewünscht hat. Minispiele für die Wartezeiten. Wenn man jetzt Free-to-Play ist und nichts gibt,
ich kenne sowas, da komme ich so in solche Sachen wie bei ICQ oder so rein. Wäre natürlich ganz geil, wenn man jemanden hätte in der Freundesliste, wo man dann vielleicht einfach so ein kleines Kultspiel hätte, was man parallel mit demjenigen spielen kann, ohne dass man dafür einen Reward bekommt. Wie zum Beispiel, jetzt mal ein dummes Beispiel, Snake oder so. Also, keine Ahnung. Würden vielleicht gar nicht so viele Spieler nutzen, vor allem nicht die Pilze, aber cool wäre es doch trotzdem irgendwie. Naja, fand ich ganz interessant. Kann man vielleicht was mitnehmen. Ja, Steve Smurf hier hat auch allgemein halt was geschrieben, was ich im Prinzip auch so sehe, spielt Jack Fisher schon sehr lange und es ist immer noch eins seiner Favorite Games und so ist es ja bei mir zum Beispiel auch. Es gibt eine Weiterentwicklung, die Community wird stärker eingebunden und es ist halt trotzdem Pay-to-Win-lastig, aber nicht, dass man es Pay-to-Win, also es ist so ein Ding, ich glaube, da muss man einfach so sagen, es ist halt so. Es geht halt, ohne geht's halt auch nicht. Ja? Und ich sag mal, ich frage mich immer, warum muss man sich dann so krass drüber aufregen, dass es halt Pay-to-Win-lastig sein kann, das Spiel. Weil wenn man selber gar nicht so sich entscheidet, dass man viel Geld ausgeben will, dann sollte es ja einem ja auch gar nicht stören, dass es Spieler gibt, die es machen. Man sollte sich ja immer an seinen eigenen Ebenen, Bahnen richten und da finde ich, gäbe es schon die Möglichkeit, auch von Player Games noch Weiterentwicklungen reinzuführen, zum Beispiel über Statistiken, wo man eben nur Spieler in seinem Levelbereich hat. Also wo man die filtern kann, damit man merkt, okay, wie sieht denn das aus? Welche Spieler sind alle überhaupt in meinem Level? Oder dass man zumindest gewisse Ranges hat von den spendbaren Pilzen oder gekauften Pilzen, wobei das wahrscheinlich sehr schwierig ist. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um eben, sage ich mal, den Stellenwert eines einzelnen Spielers besser klar zu werden, außer über die normale Ehrenhalle. Also da sollte es viel mehr Features geben, ja, über Filterung und dergleichen. Und oder wenn es halt auch Möglichkeiten gibt für Spieler, die halt zum Beispiel nur Free-to-Play unterwegs sind oder Low-Eco-Pilzer sind, dass es mal vielleicht einmal im Jahr, ich würde es immer noch feiern, einen Event-Server gibt, wie den Speed-Server, mit einer festgelegten Zahl an Pilzen oder eben komplett pilzfrei. Spieler über ein paar Wochen lang können sich dann auf gleichem Niveau messen und vielleicht die besten 3 oder so kriegen dann auch nochmal einen Gewinn. Dorsam mit seiner Purge, das war ja auch ein Event, das er selber gestartet hat, aber wenn sowas von Blyer offiziell kommt, meinetwegen auch vielleicht, wenn Blyer sagt, okay, jeder Spieler beizt sich ein mit 50 Euro oder so, 4 Wochen lang spielen, es gibt eine festgelegte Pilzanzahl und die Leute, die da Bock drauf haben, mit diesem Geldwert competitive zu spielen, die könnten es dann halt machen. Und dann gäbe es diesen Punkt halt in diesem Bereich gar nicht. Und das würde ich würde nicht mitspielen, weil ich dann einfach wüsste, dass ich keine Chance habe gegen die Leute, die wirklich sehr viel Zeit investieren können in einen Char. Ja, aber ich würde es feiern für die Community, definitiv. Gebe ich auch so weiter. Ist eins meiner tiefsten Wünsche neben der Änderung, also Filtermöglichkeiten Hall of Fame. Also die 2 Sachen definitiv. Deine Becker hat auch was Cooles geschrieben. Er hat wegen Suchtproblemen aufgehört tatsächlich. Und dann wieder angefangen, nachdem dann ein paar Jahre vergangen sind. Und er hat halt so die Sachen gesehen hier, wie man kann jetzt hier Abstimmung machen und neue Klassen testen und sowas. Und das gab es ja vor 2-3 Jahren so in der Form nicht. Ich habe es ja schon erwähnt. Das kommt ganz positiv bei den Leuten an. Und das sind halt wichtige Themen, die müssen so weitergeführt werden. Blauer Fasan auch, Expedition positiv angesprochen. Auch die Abhackliste, da muss ich auch sagen, ganz ehrlich, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Er hat auch nochmal den Legendary Dungeon angesprochen. Das ist halt im Prinzip in einem, relativ es ist fast ohne Limit möglich, für Pay-to-Win-Spieler sich dort Vorteile zu erspielen. Ich sag mal, es ist tatsächlich so, vielleicht könnte man überlegen, als Betreiber zu sagen, dass zum Beispiel ist schwierig, das würde mich auch treffen. Ich zum Beispiel spiele auch gerne den Legendary Dungeon, habe jetzt auf EU5 dann 7 Ultimate Runs gemacht, um zumindest alle Epics zu haben. Es hat auch funktioniert.
und habe natürlich auch 650 Pilze plus noch viele Pilze pro Run ausgegeben. Wenn man überlegen würde, dass ab einer gewissen Zahl an Versuchen dieser Ultimate Run vielleicht oder auch überhaupt die Legendary Runs Pilz teurer werden, ob das dann den richtigen Effekt hat, weiß ich halt nicht. Also, oder ob man sagt, man könnte nur 10 Runs machen und danach ist Schluss. Ja, weil dann hat man natürlich das Problem in beiden Fällen, dass diejenigen, die halt wirklich alle Items haben wollen und das Geld dafür ausgeben, dann vielleicht gar nicht belohnt werden, weil denen vielleicht 3 Bilder fehlen und bei anderen, die mehr Glück hatten, da fehlen halt weniger Bilder. Irgendwann ist es auch beim Legendary Dungeon so, dass die wenigsten da wirklich extrem krass reinpayen. Und auch das Epic-Thema hat sich irgendwann ein bisschen gelöst, weil ja pro Jahr immer wieder 4 Legendary Dungeons kommen und die Items, die man vorher gesammelt hat, die bleiben ja im SA. Es kommen ja nur neue dazu und auch die Drop Rate ändert sich durch den Zirkel und also auch dort gibt es Grenzen, wo es halt sinnloser wird, viel zu payen. Klar, man kann auch auf Ressourcen gehen. Ich sehe es halt auch immer von beiden Seiten und ich glaube, man kann da unschwer sagen, hier zum Beispiel auf EU5 gehe ich gar nicht so krass jetzt in den nächsten Legendary Dungeon, weil ich einfach in der Dungeon-Pause bin. Da wird es mir auch bloß um die Sammelalbum-Themen gehen und alle anderen Sachen nehme ich da nicht mit und es gibt einige Spieler, die es machen und haben jetzt schon viel mehr Attribute als ich, also deshalb sehe ich das auch gar nicht so wild. Ja, und vielen Dank für die Glückwünsche. Nice. Der Sohn wird 4 im Dezember. Sehr cool. Da kommen wir doch mal zur Abhakliste. Das ist für mich auch so ein Ding. Die alte To-Do-List fand ich richtig sinnlos. Und das hier finde ich sehr, sehr geil. Es sind gar keine schlechten Rewards. Klar, bei dem Level wirkt es jetzt so. Nicht so top. Aber in den höheren Leveln sind das echt einige Millionen XP, die man mitnehmen muss. Daily, definitiv. Und Wochen-Events finde ich an sich auch ganz gut. Da haben wir natürlich ein bisschen so ein paar Themen, wo man vielleicht noch nachbessern kann auf Seiten von Playa Games. Und zwar, dass man zum Beispiel, ich habe es jetzt hier nicht, aber es gibt ja zum Beispiel die Quest, dass man Glück skillen muss 10-mal. Ja, und gerade die Late-Game-Chars, die alles schon sehr weit geskillt haben, die würden durch 10-mal Glück skillen mehr Gold einsetzen, als dass sie in den Rewards bekommen. Soweit ich das richtig mitbekommen habe. Beziehungsweise gibt es auch zwiespältige Meinung, dass das Extrabier dann wiederum einen Pilz kostet. Vielleicht kann man sich da noch was überlegen. Wobei ich finden muss, dass wir ja bisher immer für Biere Pilze zahlen müssen. Also es ist eigentlich fast klar, dass man da auch also für mich stellte sich gar nicht die Frage, dass man da keinen Pilz ausgeben muss für das Bier, außer man hat vielleicht dieses Free-Beer-Event, aber ich überlege gerade, wenn es halt möglich ist, ja, gain 500 Honor Fights in der Arena, 20 Honor for Fortress Fights, das 10 Honor, also ich sehe das ja eigentlich so, dass man die Großteil der Sachen auch Free-to-Play erspielen kann. Und wenn man die Free-to-Play erspielt hat, also ohne Pilze, ob man dann das Bier auch für die Free-to-Play-Spieler halt kostenfrei machen kann. Das ist das eine. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Mich würde es nicht stören. Wiederum muss man ja sagen, gibt es Weekly diesen einen Gratispilz, den man sich im Home SF Game Shop nett abholen kann. Ja, man kann sich ja den Weekly-Pilz abholen, Creator-Code eingeben, auch wenn die Creator davon nichts haben, ist trotzdem ganz nice. Und dann könnte man sagen, dass man ja diesen Pilz auch dafür einsetzen kann. Ne? Also wahrscheinlich hat der Playa Games diese Weekly-Pilz nicht umsonst eingeführt. Vielleicht hatten sie das auch schon im Gedanken mit den Weekly-Events, beziehungsweise den Events unter der Woche, dass man dann eben ein extra Bier freischalten kann und sich das damit auch besorgen kann, vorausgesetzt, man hat natürlich auch die anderen Biere gekauft. Ich sag's mal so, ganz ehrlich, das muss man wahrscheinlich durchrechnen. Ne? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch möglich wäre, diesen Reward
einfach zu erhöhen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, man würde nicht einen Pilz bekommen, sondern 7 in der Woche, dann hätte man vielleicht die Chance, wirklich zu sagen, dass man als Spieler an einem Tag dann auch mit den anderen Pilzen, die man kriegt, möglicherweise, wenn man gerade über Lucky Coins auch noch farmt, das Glücksrad mitspielt, seine 300 Alu plus Gratisbier und vielleicht noch 320 Alu sowieso über die Rollen dann besser verwalten kann. 7 Gratispilze einmal die Woche pro Char sind wahrscheinlich rentabel genug für Spieler, die eben wenig Pilze zur Verfügung haben. Die richtigen Pilze, die nutzen das wahrscheinlich auch nicht so viel. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht auf jedem Tag jede Woche meinen Gratispilz abgeholt. Schande auf mein Haupt, weil man einfach wahrscheinlich auch so sagt, ja gut, es macht das Kraut nicht fett. Es ist eigentlich schade drum. Ich muss eher mehr dran denken. Es ist jetzt nicht so, dass ich bewusst sage, ich mache es nicht, sondern ich habe einfach nicht dran gedacht, wenn man nicht sowieso gerade im Shop unterwegs ist, um Dings zu kaufen, ja, irgendwelche Pilze. Da würden wahrscheinlich 7 etwas mehr anregen. Gleichzeitig denke ich, dass der Verlust, den Player damit machen würde, weil jeder Pilz hat ja auch einen Geldwert. Ja, jeder Pilz hat einen Geldwert. Den Verlust, den Player machen würde an der Stelle, ist wahrscheinlich gar nicht so hoch, weil die Spieler, die diese 7 Pilze kriegen anstelle 1 Pilz, nutzen die Pilze vielleicht auch an anderer Stelle und pushen damit ihren Char ein bisschen weiter und gerade so Low-Eco-Spieler oder so können dann halt Pilze wiederum kaufen für andere Sachen oder kaufen sie mal eher. Vielleicht würde im Prozenten sich eine höhere Pilzkaufrate von 1-2% bei einigen Spielern ergeben und wenn man diesen Geldwert dann wieder gegenrechnet, würde sich wahrscheinlich der Verlust für Player Games in Grenzen halten. Aber ich bin nicht derjenige, der das irgendwie entscheiden kann oder will. Ja, ich denke, es wäre möglich, aber wiederum muss man eben sagen, diesen Weekly Pilz gab es halt auch lange nicht. Also Player bringt ja auch Sachen ein, die den Spielern Vorteile bringen, die vorher nicht da waren. Und das ist wichtig, das muss man beachten bei der Bewertung oder auch bei der Kritik von einigen Themen, die sicherlich auch, wo man Kritik führen kann, aber wo Player eben tatsächlich auch berechtigterweise sagt, hey, wir haben doch hier schon ein paar Sachen gemacht. Ja. So, sollen wir mal gucken, dass wir hier mal so eine Expedition spielen. Und ja, tatsächlich habe ich jetzt keine Hölzer oder Steine bekommen. Mit Festung 13 wäre eigentlich mal ganz interessant. Nehme ich jetzt mal die Metalle mit. Die Seelen sind jetzt, ja, die Seelen sind nicht ganz so wichtig. Da brauchen wir Seelen-Event. Ach, guck mal, das ist ja gar nicht so schlecht hier. Nehmen wir die 12 Punkte mal mit. Dann nehmen wir nochmal den hier mit. Ja, da haben wir schon. Hier, guck mal. Ich krieg noch. Ja, also auch über 52 Hero-Punkte. Ja, da hätte ich jetzt natürlich ganz gerne noch eine größere Geschichte. Aber wir haben 119.000 Holz und 40.000 Steine bekommen bei 20 Alu. Ja, das können wir jetzt mal gegenrechnen, auch wenn es nicht immer gleich so geht. Ne? Treffen wir jetzt hier einmal auf Hölzer oder auf Steine, wenn wir die Alu normal spielen oder nicht? Ja, dann könnte man das nochmal ganz gut vergleichen. Kristalle sind da jetzt dabei. Treffen wir. 187.000 ist natürlich mehr Holz. Ne? Also die Chance, mehr Holz und Steine zu kriegen über die normale Alu ist natürlich klar da. Aber wenn sie nicht droppen, gerade wenn halt mehrere Events sind, wo Sachen droppen können, ne? Hier sind ja mehrere Events, wo Sachen droppen können, dann ist auch die Chance da, dass halt gar nichts kommt. Und deshalb im Mittel finde ich die Expedition als Ressourcenerhalt ziemlich interessant. Au. Okay, die mag ich nicht so ganz, die Quest eigentlich, aber mal gucken, wie es denn aussieht. Ja, vielleicht kriegen wir einen Bounty. Ein Bounty wäre ja immer ganz hübsch. Warte mal, wir kriegen, glaube ich, 4 pro ausgegangenes Feuer. So ein Bounty wäre halt echt fett. Mit so einem Bounty wäre das kein Problem. Jetzt haben wir wieder das Pech, dass wir nicht das kriegen, was wir haben wollen. Ja, so ein Bounty nehme ich mit. Komm.
Das müsste reichen. Ja. 44. Ist okay. So, wieder 20 Alu. Wir kriegen wieder die gleichen Mengen, ne? Also es ist ein fester Wert, mit dem man kalkulieren kann. Für den Fall, dass man über die normale Alu das nicht kriegt. Und wenn man dann noch natürlich die extra, ja, das extra Gedöns bekommt hier, ne, dann sieht es auch nochmal anders aus. Boah, Könighorn. Jetzt müssen wir schon mal gucken, was wir hier. Boah, das muss ich ja mitnehmen. Ich mag das Unicorn nicht, weil man halt so viele Sachen hat. Man muss 4-mal irgendwas finden. Ah, okay, das ist Vorführeffekt, Leute. Einfach nur Vorführeffekt. Aber wir schaffen es aber trotzdem. Haben wir nochmal das Glück hier. Wir haben alles bekommen. Und wieder locker. Über 50. Ja, also jetzt haben wir auch nochmal ein paar Früchte bekommen. Das ist halt auch nicht immer der Fall, aber während des Frucht-Events geht es definitiv klar. So, jetzt noch einmal hier. Oh, Frog. Sowas, ey. Will ich doch nicht mitnehmen. Bounty. Das ist nicht so, den brauchen wir, ja. So, zack. Jetzt nochmal 7 dazu. Der Frog ist auch schwierig. Gibt sehr viele Minuspunkte. Mein Inventory ist voll. Nee, gibt's ja gar nicht. Okay, ist echter Vorführeffekt hier. Ja, okay, das wird jetzt auch mal eine... Das war jetzt nicht so top. Kann man nicht ändern. Trotzdem hat sich die Bewertung nur auf die XP ausgewirkt, wie es aussieht, nicht auf die Ressourcen. Ja, also das ist auch noch ein wichtiges Ding für die Expedition. Also ich finde es wirklich mega interessant. Und zum Ende kommen nochmal 2 Kommentare von Targo, dass zum Beispiel bei den Matches alle Nationalserver in einen Topf geworfen wurde. Weil ja zum Beispiel manche Server der Länder deutlich neuer sind. Also es sind einige Jahre dazwischen, warum man das sich nicht eher auf Server bezieht, die halt gleich alt sind. Das ist ein interessantes Ding. Ich denke, es geht tatsächlich um die Abwicklung der nationalen Server, der alten, gerade in den Ländern, wo halt nicht so viel los ist. Da wird sich Blygames wahrscheinlich schon auch was gedacht haben. Das werden wir dann in den nächsten Jahren sehen, wie sich eben neue Server entwickeln. Wird es überhaupt nochmal nationale Server geben? Ja, die Frage steht ja auch im Raum. Wie wird es auch mit den deutschen Servern sein? Ja, also ich denke, wir werden das große Ganze noch sehen. Hätte es aber auch nicht schlecht gefunden, wenn tatsächlich Server zusammengelegt werden, die ähnlich alt sind. Das wäre rein von der Competition her einfach nochmal ein ganz anderes Level für diese Spieler. Und Benokit hat zum Beispiel geschrieben, APAC-Liste ist ganz gut, stresst aber bei 8x. Da werde ich 3x löschen. Also tatsächlich, ja, die APAC-Liste, so wie sie jetzt ist, finde ich ja geil, aber ich habe es auch gemerkt, es braucht mehr Zeit, aktiv auch daran zu denken, das alles zu machen. Letztendlich für den ambitionierten Spieler, der das immer macht, sein täglich Brot durchgeht, seine Zeit investiert in den Char, kein Problem. Für Spieler wie mich, die teilweise wirklich ein bisschen strugglen mit der Zeit, ist es eine Challenge und die will man natürlich auch nicht verlieren. Also ich kann es verstehen, aber 8x sind sowieso ziemlich krass. Also die könnte ich auch nicht spielen. So jetzt vor allen Dingen nicht aktiv. Ja, wenn er 3x löscht, sind es immer noch 5, die stark gehen. Also und vielleicht brauchst du ja vielleicht nicht löschen, machst du nur inaktiv. Und man weiß ja nie, was mal passiert. Vielleicht will man doch nochmal mitmachen. Aber hey, das war jetzt ein mega langes Video, weil ihr habt es euch verdient. Ihr habt super geile Meinung geschrieben. Ihr habt früher oder später sowieso Feiertag, deshalb gönnt euch die Zeit. Und ich wünsche euch auf jeden Fall was. Ich bin unterwegs, werde viel essen, werde mich verkleiden, werde mit meiner Tochter Süßigkeiten sammeln gehen. Wird hoffentlich ganz cool werden und hoffentlich wird es auch nicht regnen. Und ja, wir sehen oder hören uns. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti.